Hallo Holzfreunde! Wollt ihr wissen, wie man mit wenig Aufwand diesen edlen Holzhammer baut? Dann bleibt dran! Für den Hammer habe ich mir ein T-Stück-Fitting aus Messing besorgt und ein Eschenkantel 50 x 50 x 300. Den Fitting bekommt man überall im Baumarkt zu kaufen. Er hat an den 3 Enden jeweils ein 3/4 Zoll Gewinde. Ich zeichne mir jetzt am Kantel auf beiden Seiten die Mitte an und spanne den Kantel zwischen 2 Spitzen in die Drechselbank. So, jetzt erstmal aus dem Vierkant alles rund drechseln. Jetzt zeichne ich mir die beiden Holzendstücke für den Hammer und den Stiel an. Wollt ihr mich ein wenig unterstützen? Dann abonniert doch meinen Kanal. Ja, mein Abstechwerkzeug ist stumpf und hat schon bessere Zeiten gesehen. Ich bin jetzt auch eher ein Anfänger im Drechseln. Aber so seht ihr, dass auch ein Anfänger ein vernünftiges Werkzeug hinbekommt. Jetzt der Stiel vom Hammer. Den versuche ich ein wenig ergonomisch anzupassen an meine Handgröße. Die 3 Rezesse sollten einen Durchmesser von 26,4 mm haben. Das entspricht 3/4 Zoll. Diese drechsel ich von vorne nach hinten leicht konisch.
wird alles noch einmal geschmirgelt für eine schmusige Oberfläche. In mein Fitting schleife ich jetzt kleine Zähne hinein. Das kann man aber auch mit einer Feile tun. Mit Hilfe der Zähne schneide ich dann ein Gewinde auf das Holz. Man kann die Endstücke aber auch reinklopfen und einkleben. Mit etwas Kraftaufwand und ein wenig hin und her gelingt es aber auch, ein Gewinde auf das Holz zu schneiden. Mein Hammerstiel habe ich zusätzlich noch eingeklebt. Nachdem ich mein Branding auf den Hammerstiel gelasert habe, benutze ich für den Oberflächenschutz noch ein wenig Leinöl Firnis. So, das ist das Ergebnis. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Nachbauen.